Hallo zusammen und herzlich willkommen in einem weiteren Video. Wie angekündigt, heute geht es wieder um den Audi und zwar möchte ich mich um den Airbag-Fehler kümmern. Im letzten Video, wo ich ein bisschen Infos zum aktuellen Umzugsstand geliefert hatte, hatte ich ja fälschlicherweise ABS gesagt. Es geht hier um einen Airbag-Fehler und ich hatte das ja schon mit dem entsprechenden Tester ausgelesen. Laut Tester ist der Crash-Sensor, der hier vorne verbaut ist, das hatte ich euch bei dem letzten Service-Video ja gezeigt, zeige ich euch jetzt auch im späteren Verlauf nochmal, weil wir den ja tauschen müssen. Auf jeden Fall ist laut entsprechendem Diagnosegerät der Crash-Sensor hier vorne defekt, was dazu führt, dass ich eine Airbag-Leuchte habe. Und ich habe mir jetzt zwei von diesen Sensoren bestellt, die sind baugleich. Es sitzt hier einer auf der Fahrerseite und es sitzt hier einer auf der Beifahrerseite. Ich habe mir jetzt mal zwei bestellt, weil ich dachte, wenn der auf der Fahrerseite jetzt als kaputt gemeldet wird, könnte es ja sein, dass demnächst auch der auf der Fahrerseite kaputt geht. Und damit ich dann nicht wieder bestellen muss, habe ich eben gleich zwei geordert. Und das erste, was wir jetzt machen, wir schauen uns einmal den Fehlereintrag an, den mein entsprechender Tester festgestellt hat, um dort dann eben nochmal darauf einzugehen, warum ich jetzt diesen Sensor tausche, weil eben die Fehlermeldung darauf hindeutet, dass er defekt ist. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier meinen Tester aufgebaut und für jede Diagnose, die ich mache, wird das entsprechend in der Historie vermerkt. Wie bei allen IT-Systemen, Moment, mal so machen, wie bei allen IT-Systemen ist es ja auch mittlerweile 2025 immer noch das Hauptproblem, mit entsprechenden Sonderzeichen oder Umlauten umzugehen. Ein erschreckender Zustand. Aber gut, dass wir KI-Entwicklung vorantreiben, wenn wir nicht mal Sonderzeichen hinbekommen. Aber okay. Da ist auf jeden Fall jetzt der entsprechende Fehler hinterlegt. Das ist hier der 0173 und dann die 8. Das ist der Sensor oder beziehungsweise der Fehler, um den es geht. Und wie ihr sehen könnt, er meldet jetzt hier Crash-Sensor für Front-Airbag Fahrerseite beschädigt. Und aufgrund dieses beschädigt hoffe ich jetzt mal, dass es wirklich so ist wie bei einigen anderen Teilen, die ich schon erneuert habe, dass es einfach irgendwie Feuchtigkeit reingekommen ist und das jetzt halt einen Kurzschluss hatte oder irgendeinen anderen Grund, warum das Ding kaputt ist und ich im Idealfall nur den Sensor tauschen muss und dann hoffentlich mein Airbag-Fehler weg ist. Dadurch, dass es ja ein Fehler in Bezug auf den Airbag ist, werde ich jetzt zuerst die Batterie abklemmen, dann 10 Minuten warten. Deshalb habe ich auch die entsprechende Heckklappe jetzt hier geöffnet, die lasse ich auch offen. Nicht, dass, wenn ich ihn jetzt von der Batterie nehme, da irgendwas schief geht. Auch die Fahrertür habe ich geöffnet, die lasse ich offen, sodass ich auf jeden Fall zur Not ins Auto komme. Und wie gesagt, ich nehme jetzt hier den Boden raus, klemme einmal die Batterie ab und lasse ein bisschen Zeit vergehen und dann widmen wir uns dem Sensortausch im Motorraum. So, ich habe jetzt die Batterie abgeklemmt. Das Fahrzeug steht jetzt auch schon 15 Minuten. Ich habe natürlich auch vorne entsprechend am Lichtschalter einmal eben hier auf Licht gestellt. Und ja, wie gesagt, also es müsste jetzt eigentlich nach 10 Minuten alles entladen sein. Bedeutet, wir können uns jetzt dem Sensor oder der Sensorposition vorne im Motorraum widmen. Und dafür baue ich jetzt die Kamera auf. Nehme dort einmal diese Luftleitung weg und dann können wir den Sensor ausbauen, den neuen Sensor einbauen, die Batterie wieder anschließen und dann mal schauen, was das Steuergerät sagt. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal der Ausbau und der Tausch des entsprechend angeblich defekten Sensors. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen, aber ihr seid wahrscheinlich wirklich schlauer. Ich habe es jetzt geschafft, den Stecker zu lösen. Ich versuche es mal ins Bild zu holen. Hier ist der Kollege jetzt. So sieht der aus. Viel weiter oder besser kriege ich ihn nicht ins Bild, weil das Kabel sehr kurz ist. An und für sich, ich habe den jetzt schon mal angeguckt, da sieht nichts korrodiert aus, das sieht in Ordnung aus. Schwierigkeit war, ich war dann so ein bisschen irritiert. Hier ist ja dieses braune Ding. Warte mal. Was lichttechnisch vielleicht irgendwie doch ein bisschen besser lösen können hier. Das ist alles Aluminium, hält die magnetische Lampe nicht. Genau, da haben wir hier diesen braunen Verriegelungsnupsi, den hier. Und ich war mir unsicher, ob ich jetzt ziehen, drücken, was auch immer machen muss, weil den kann man auch, jetzt müsstet ihr es sehen, man kann diesen Nupsi hier so reinschieben, ja, und dann ist der Stecker verriegelt. Aus irgendeinem Grund ist der bei mir nicht verriegelt gewesen. Das hat mich jetzt doch relativ stark irritiert. Mal gucken, wenn ich jetzt den neuen Sensor verbaue, ob der sich dann verriegeln lässt. Aber eigentlich sollte der verriegelt sein. Auf der anderen Seite ist der auch nicht verriegelt. Keine Ahnung, ja.
muss ich jetzt dann gleich mal gucken, warum der Sensor jetzt noch drin ist. Da gibt es noch eine zweite Schraube und zwar müsste die hier oben sitzen, ja. Ich guck mal, ich versuche mal, ob ich das eingefangen bekomme. Da, ne? Da ist noch eine entsprechende Torx-Schraube. Die muss man lösen mit einem 27er Torx. Also es sind beides 27er Torx-Schrauben. Die löse ich jetzt mal noch und dann tauschen wir den Sensor und schauen mal, was dann passiert. So, also ich habe jetzt den neuen Sensor hier schon angesteckt und scheinbar ist es so, also die Verriegelung habe ich vorher nicht gelöst bekommen, scheinbar ist einfach ein anderes Steckermodell. Jetzt guckt halt wieder dieser, wie kriege ich das jetzt gezeigt, ohne dass meine Hand im Weg ist. Jetzt guckt halt wieder hier dieser Verriegelungsnupsi, der guckt jetzt halt wieder raus. Aber ich kriege den oben jetzt in dem Zustand nicht wirklich verriegelt. Ich vermute, das ist einfach eine andere Steckerkonstruktion. Lasst mich das gerne wissen, falls da jemand Erfahrung hat. Also mir ist das jetzt zu heikel, dieses braune Verriegelungsding da mit brachialer Gewalt nach oben zu drücken. Das erscheint mir nicht plausibel. Zudem ist es auf der anderen Seite genauso im eingebauten Zustand. Und ich konnte es ja auch in der verriegelten Position nicht lösen, sondern erst als ich den Sensor reingesteckt habe, ist automatisch die Verriegelung wieder entriegelt worden. Ich habe auch im Stecker selber so eine kleine Feder gesehen. Die wird wahrscheinlich dann komprimiert, wenn man den Stecker ansetzt, den Sensor an den Stecker ansetzt und sorgt dafür, dass diese braune Verriegelungsnase sich wieder zurückschiebt. Jetzt werde ich den Sensor hier noch befestigen mit den entsprechenden beiden Torx-Schrauben und dann geben wir wieder Strom drauf und schauen mal, wie sich das Auto verhält. Aber ich zeige euch auch noch mal die andere Seite, nicht, dass ihr sagt, hier, ich erzähle Quatsch. So, da ist jetzt die andere Seite und wie ihr sehen könnt, ist es hier genauso bei dem Stecker. Der ist auch in der entriegelten Position. Warum das so ist, fragt mich nicht. Wie gesagt, wenn ihr da mehr Infos habt, lasst mich gerne wissen. Sieht mir aber jetzt scheinbar normal aus, wenn auf beiden Seiten das eben so ausgestaltet ist. Ich, wie gesagt, montiere jetzt den Sensor und dann geben wir Strom drauf und lesen meinen Fehlerspeicher aus. Mal gucken, was er sagt. So, die Batterie habe ich jetzt wieder angeschlossen. Ich bin jetzt auch gerade dabei, die Diagnosesoftware oder beziehungsweise meinen Tester anzuschließen, um dann auszulesen, welche Fehler im Fehlerspeicher sind. Wir werden jetzt natürlich ganz viele Fehler im Fehlerspeicher haben, weil die Batterie ja kurz ab war. Dadurch ist natürlich auch die ganze Uhrzeit und alles weg. Das muss ich dann, wenn das Problem hoffentlich gelöst ist, im Nachgang wieder einstellen. Aber jetzt hätte ich gesagt, schauen wir erstmal, was das Diagnosegerät sagt, nachdem ich einmal alle Fehler gelöscht habe und was dann noch übrig bleibt. Ein paar wisst ihr ja schon aus den letzten Videos, ein paar Fehler werden auf jeden Fall bleiben. Die Beifahrersitzverstellung. Was war es noch, was permanent drin war? Irgendwas mit dem Konzerndatenbus. Aber sehen wir ja gleich. Das heißt, wir schauen jetzt einmal in die Ergebnisse vom Tester rein. So, ich habe jetzt schon ein bisschen Fehlerspeicher gelöscht. Ich habe das Auto aber bisher noch nicht gestartet gehabt. Wie ihr sehen könnt, jetzt ist kein Fehler mehr für den Airbag drin. Auch das Airbag-Lämpchen ist ausgegangen. Das heißt, also scheinbar ist es wirklich so, dass der Sensor defekt war. Allerdings ist jetzt ein neuer Fehler dazugekommen, den ich momentan nicht wegbekomme. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass es daran liegt, er sagt jetzt hier Geber für Lenkwinkel, Spannungsversorgung, Klemme 30. Da könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt was ist, wo ich das Auto einmal starten muss, das Lenkrad mal in alle Richtungen drehen, damit der Fehler weggeht. Und der Fehler wiederum bezieht sich dann auch auf die Distanzregelung. Das heißt, weil der Lenkwinkel nicht geht, ist das mit der Distanzregelung irgendwie auch schwierig, weil halt Bremselektronik einen Fehler hat. Und Distanzregelung muss ja im Zweifel einen Bremseingriff machen. Deswegen die zwei kriege ich momentan nicht weg. Der Rest ist die Überbleibsel von dieser Audi-Kodierung, die nicht geklappt hat. Und hier Signal Zeitspanne Zündung aus. Habe ich jetzt vorher auch nicht löschen können. Ist vielleicht auch sowas, wo ich das Auto wirklich einfach einmal starten muss, um dann zu gucken, ja, ob der Fehler weggeht. Vielleicht braucht er einfach wirklich ein paar Signale oder sowas. Bedeutet, ich gehe jetzt hier erstmal raus. Mein Hauptanliegen ist erstmal geklärt. Ich starte das Fahrzeug, lasse ihn mal kurz laufen und dann lese ich nochmal aus, drehe auch das Lenkrad einmal ganz links, einmal ganz rechts und lese dann nochmal aus und dann schauen wir mal, ob vielleicht die anderen beiden Bremsfehler auch wieder weggehen, weil an der Bremse habe ich ja jetzt nichts verändert. Das heißt, ich würde vermuten, dass das eher ein Problem aufgrund der abgeklemmten Batterie ist. Aber unser Hauptproblem ist gelöst. Die Airbag-Lampe ist wieder aus. Heureka, Gott sei Dank. Jetzt habe ich noch die Lampe wegen dem Reifendruck, aber da weiß ich ja, sind einfach die Batterien leer. Da muss ich mir dann, wenn wieder ein bisschen Geld da ist, mal einen anderen Satz Reifen kaufen. Wird sowieso fällig. Insofern passt das. Wie gesagt, ich starte jetzt mal
und schaue, ob die anderen Fehler weggehen. Gebe euch dann gleich nochmal Rückmeldung. So, also kurze Info. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und durchgeklickert. Es ist tatsächlich so, ich muss jetzt erstmal nochmal Software-Update machen, die Hölle. Also es ist tatsächlich so, dass einfach jetzt eine Konfiguration fehlt, und zwar die Konfiguration für den Geber des Lenkwinkelsensors. Also das ist sozusagen der eigentliche Hintergrund des Fehlers, den er da ausspuckt. Bedeutet, ich muss jetzt den Lenkwinkelsensor kalibrieren, das mache ich aber off-camera. Das habe ich auch bei dem Seat von meiner Freundin schon mal gemacht. Das ist ein bisschen ein nerviger Prozess. Das muss ich in der Fahrt machen, und da ist dann natürlich blöd mit Diagnosegerät und Kamera und so weiter. Ich habe zwar Platz im Hof, aber trotzdem, das ist jetzt tatsächlich für mich relativ schwierig abzubilden, dass ich lenke, fahre, das Diagnosegerät bediene und gleichzeitig auch noch das Video mache. Das heißt, das wird jetzt nicht klappen. Das mache ich in Stillarbeit. Ist wahrscheinlich, wie gesagt, einfach, weil die Batterie ab war. Hat irgendein Steuergerät hier mal ganz kurz die Lenkwinkelinformationen verloren. Und sobald ich die wieder eingespeichert habe, also sprich die Grundeinstellung, man setzt das Lenkrad in eine Mittelposition, fährt ein paar Meter, bleibt stehen, schlägt einmal ganz nach links ein, geht wieder in die Mitte, schlägt einmal ganz nach rechts ein, geht wieder in die Mitte und akzeptiert dann. Also der muss jetzt halt einfach kalibriert werden, ähnlich wie Fensterscheibenmotor. Ne? Da muss der dann auch teilweise einmal ganz runterfahren und wieder ganz hoch, dass der seine Start- und Endposition hat, und dann ist auch wieder gut. Also insofern ist jetzt Gott sei Dank kein wirklicher neuer Fehler dazu gekommen, sondern einfach etwas aufgrund was halt kam durch das Abklemmen der Batterie. Ist aber halb so wild. Der eigentliche Fehler ist gelöst. Ihr habt gesehen, wie ihr da entsprechend den Sensor absteckt, wo der Sensor sitzt, dass es 2 Torx-Schrauben sind, Torx 27, und dass dann eben entsprechend danach der Airbag-Fehler weg ist. Insofern war es das fürs heutige Video. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.